Hallo zusammen. Was wäre, wenn Isolation vom Rest der Welt nur von Vorteil wäre? Es ist wohl kein Geheimnis, dass Nordkorea das abgeschottetste und isolierteste Land der Welt ist. Aber wusstet ihr, was es mit Kanada gemeinsam hat? Das erfahrt ihr etwas später. Heute in diesem Video zeigen wir euch die andere Seite des Lebens in Nordkorea und beantworten die Frage, warum in Isolation innerhalb des eigenen Landes zu leben großartig ist. Kostenlose Behausung. Nach den Gesetzen dieses Landes steht jeder Familie mit Kindern eine eigene Wohnung zu. Und das nicht irgendeine, sondern eine mit 130 Quadratmetern. Bemerkenswert ist, dass dort, anders als in der ehemaligen Sowjetunion, niemand jahrelang auf eine Wohnung warten muss. In den Städten werden jedes Jahr viele neue Häuser fertiggestellt. Und die Geburt eines weiteren Kindes führt in Nordkorea automatisch zur Erweiterung der Wohnfläche. Ebenso bemerkenswert ist, dass es keine sogenannten Gemeinschaftswohnungen gibt. Was in Russland vielleicht noch an solche erinnert, beschränkt sich auf Studentenwohnheime. Die Bautätigkeit in Nordkorea ist sehr hoch. Nordkorea ist so abgeschottet, dass Daten, Statistiken und andere Informationen über das Leben im Land nur alle 10 Jahre verfügbar werden. Daher stammen viele Zahlen aus den Jahren 2012-2015. Ein Mehrfamilienhaus mit 20 oder mehr Stockwerken wird in nur 8 Monaten gebaut. Und bis Anfang 2012 erhielten allein in Pjöngjang 100.000 Einwohner neue, modern gestaltete Wohnungen. Die Menge der vom Staat vergebenen Immobilien wächst jährlich. Gratis, schaut her. Das einzige Land der Welt, in dem die Bevölkerung keine Steuern zahlt, ist Nordkorea. Die Menschen in Nordkorea leben glücklich und sorgenfrei und wissen nicht einmal, was Steuern sind. Sie wurden zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit vollständig abgeschafft. Dennoch erhält Nordkorea humanitäre Hilfe für die hungernde Bevölkerung aus Südkorea. Diese Unterstützung wird durch Steuern finanziert, die von den Südkoreanern bezahlt werden. Nur offizielle Organisationen und Menschen, die außerhalb des Landes leben und arbeiten, müssen zur Staatskasse beitragen. Allerdings könnte sich dies bald ändern. Die Regierung plant, die Einkommenssteuer wieder einzuführen. Die Schmerzen der Metropolen. Keine Staus. Schachmatt. Lasst uns gemeinsam nach gelben Nummernschildern suchen. Gibt es sie? Nein? Das bedeutet, dass es so gut wie keine Privatfahrzeuge gibt. Ihr kommt nicht eine Stunde zu spät zu einem Dinner und eure Gäste halten eine halbe Stunde Verspätung nicht für normal. Ihr müsst keine 2 Stunden für den Weg zur Arbeit einplanen. Die Straßen sind frei und der Verkehr besteht überwiegend aus öffentlichen Verkehrsmitteln. Natürlich gibt es Privatfahrzeuge, aber sie sind sehr selten und eher die Ausnahme. Schutz unserer eigenen Leute. Viele Unternehmer kennen das Problem. Man produziert sein eigenes Produkt, verkauft es erfolgreich und bald schon kann man preislich, mengenmäßig und qualitativ nicht mehr mit den ausländischen Platzhirschen mithalten, die seit Jahrzehnten erprobte Geschäftsmodelle nutzen. Im besten Fall wird man zu einem akzeptablen Preis aufgekauft. Doch oft wird man einfach an den Rand gedrängt, wo man langsam den Weg mit dem leisen Geräusch eines ausgehenden Motors beendet. In Nordkorea sind die Bedingungen für die Förderung koreanischer Produkte so günstig wie nirgendwo sonst auf der Welt. Das liegt daran, dass hier die Interessen der einheimischen Produzenten weit über die der Importwaren gestellt werden. Die Abgeschiedenheit Nordkoreas im Handelssystem ist eher ein Vorteil als ein Nachteil. Deshalb erfreuen sich die hochwertigen Produkte koreanischer Marken unter den Landsleuten großer Beliebtheit aufgrund ihrer Qualität und Langlebigkeit, anstatt durch zweifelhafte Importprodukte ersetzt zu werden. Die Hersteller wiederum bieten der Bevölkerung stabile Arbeitsplätze und angemessene Löhne. Das eigene Internet Man sollte nicht denken, dass Nordkorea hoffnungslos hinter der modernen Welt zurückliegt. Das Internet in diesem Land gehört einfach nur ihm und zweifelhafte Informationen haben in den Köpfen der nordkoreanischen Bürger nichts zu suchen. Manche würden sagen, das sei unfair gegenüber der Bevölkerung, weil eine solche Einschränkung es den Menschen nicht ermöglicht, ein vollständiges und realistisches Bild von der Welt zu bekommen. Anurense, Verteidigung des nordkoreanischen Internets sei gesagt: Auch wir wissen nicht wirklich, was in der Welt tatsächlich vor sich geht. Darüber hinaus bringen ein Übermaß an Informationen, der Mangel an Moral, die Verfügbarkeit von toxischen Inhalten für Kinder,
Die niedrige Qualität und die emotionale Überlastung durch soziale Netzwerke viele Menschen bereits um den Verstand. Daher hat das kontrollierte und moralisch abgesteckte nordkoreanische Internet durchaus seine Berechtigung als alternative Meinung zum weltweiten Netz. Kostenlose Bildung. Der allgemeine staatliche Unterricht wird von der Regierung Nordkoreas finanziert. Bildung in Nordkorea ist kostenlos und verpflichtend. Das Bildungsniveau der Bevölkerung ist sehr hoch. 99% der Menschen sind alphabetisiert. Kinder erhalten 1 Jahr Vorschulerziehung und gehen dann 4 Jahre in die Grundschule. Danach besuchen sie 6 Jahre die Sekundarschule, um anschließend an die Universität zu gehen. Die angesehenste Universität in Nordkorea ist die Kim Il-sung-Universität. Außerdem gibt es in Nordkorea renommierte Universitäten wie die Kim Chaek Polytechnische Universität, die Fremdsprachenuniversität, die Diplomaten und Handelsbeamte in Fremdsprachen ausbildet, und die Kim Hyong-jik Universität, die Lehrer ausbildet. Wirtschaft. Obwohl Nordkorea eines der ärmsten Länder der Welt ist, liegt das BIP pro Kopf auf dem Niveau von Madagaskar. Das Land hat im Verhältnis zu seiner Größe ziemlich starke Druckmittel. Es ist schwer vorstellbar, dass ein vergleichbares Land in Afrika die entwickelten Länder der Welt wie die USA, Japan oder Südkorea auf diese Weise erpressen könnte. Politischer Einfluss wird teilweise durch die Drohung mit Atomwaffen erreicht. Westliche Länder fürchten Nordkorea tatsächlich und sind gezwungen, dessen Führung zu berücksichtigen. Ein genauerer Blick auf die Bildung in Nordkorea. Die Schuluniform in Nordkorea wird vom Staat gestellt. Den Eltern ist es untersagt, die Schuluniform für ihre Kinder selbst zu kaufen oder zu nähen. Staatsführer Kim Jong-un erklärte, dass der Staat jedes Jahr allen Kindern Uniformen in einem festgelegten Muster zur Verfügung stellen wird. Manchmal reicht die Kleidung nicht für alle und ihre Qualität lässt zu wünschen übrig. In Pjöngjang wird viel stärker darauf geachtet, dass die Kinder Uniformen tragen, während man in den Provinzen, wo keine ausländischen Touristen kommen, dies weniger streng sieht. Große Aufmerksamkeit wird dem Sportunterricht gewidmet. Kampfkunst, Taekwondo und Schießen auf dem Schießstand gehören zu den Pflichtfächern. In letzter Zeit wird verstärkt auf den Unterricht in Informationstechnologie und unter anderem Blockchain gesetzt. In einigen Schulen verzichtet man sogar auf Chemie, Physik und Biologieunterricht, um begabten Kindern zusätzliche Informatikstunden zu ermöglichen. Schütze mich. Nordkorea Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. In dieser Hinsicht fühlt sich die Bevölkerung des Landes vollkommen geschützt vor äußeren Feinden. Der Staat hat eine schwache Wirtschaft. Er ist von der Welt isoliert. Doch die Armee Nordkoreas wird immer noch als eine der stärksten der Welt angesehen. Sie wird als koreanische Volksarmee bezeichnet. Die Hauptslogans der nordkoreanischen Ideologie sind Juche, was Vertrauen auf eigene Kräfte bedeutet, sowie Songun, also alles für die Armee. Die nordkoreanische Armee, je nach Quelle zwischen 1,1 und 1,6 Millionen Soldaten, hat ein kleines Budget. Im Jahr 2020 betrug es zum Beispiel nur 7 Milliarden $. Im Vergleich zu führenden Staaten ist dieser Betrag verschwindend gering. Dennoch gehört sie zu den 5 stärksten Armeen der Welt. Die militärische Stärke Nordkoreas kann jederzeit durch 8 Millionen Reservisten ergänzt werden und das Land verfügt über 10 Atomsprengköpfe. Was haben Nordkorea und Kanada gemeinsam? In Nordkorea werden Hersteller und Konsumenten von synthetischen Drogen, insbesondere Methamphetamin, verfolgt. Drogenabhängige und Drogendealer, die es sogar schaffen, das Produkt nach Japan zu exportieren, werden regelmäßig hingerichtet. Allerdings ist Cannabis in Nordkorea de facto entkriminalisiert und wächst frei entlang der Straßen oder wird absichtlich für den Verkauf auf dem Schwarzmarkt angebaut. Für den Konsum gibt es keine Strafen. 2022 berichteten Medien, dass Marihuana besonders bei Militärangehörigen sehr beliebt ist. Es ist populärer als herkömmlicher Tabak. Wenn ihr also ein Befürworter von Therapie und Entspannung seid, willkommen in Nordkorea. Show aus dem Guinness-Buch der Rekorde. Wusstet ihr, dass die größte und spektakulärste Show der Welt in Nordkorea geboren wurde und jedes Jahr dort stattfindet? Jedes Jahr am 1. Mai finden hier verschiedene festliche Veranstaltungen statt,
darunter eine unglaublich beeindruckende Aufführung von 100.000 Akrobaten, Musikern und anderen Künstlern. Die seit 1946 stattfindende Theatershow Arirang ist einer der gewichtigen Gründe, Nordkorea zu besuchen. Die Show ist im Guinness-Buch der Rekorde als die größte sportlich-künstlerische Aufführung der Welt eingetragen. Sie wird von August bis September mehrmals wöchentlich durchgeführt und ist in der Regel wichtigen Daten in der Geschichte des koreanischen Staates gewidmet. Speziell für die Show wurde in Pjöngjang das größte Stadion Asiens, das 1. Mai-Stadion, gebaut, das mehr als 150.000 Zuschauer fasst. Das ist fast doppelt so groß wie das Luschniki-Stadion. Die Show besteht aus Massentänzen, gymnastischen Darbietungen und akrobatischen Kunststücken, untermalt von Klang- und Lichteffekten. Alles spielt sich vor prächtigen Kulissen ab. Sowohl durch die Dekorationen als auch durch die Aufführungen zieht sich die Botschaft von Nordkorea als einer mächtigen und blühenden Nation. Klima. Natürlich und sozial. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum die größten Denker der Menschheit, die wichtigsten Entdeckungen der Erde, die besten Kunstwerke und genialsten Erfindungen meist in den unfreundlichsten natürlichen Klimazonen entstanden sind? Wenn das Heim eines Menschen am Äquator liegt, braucht er nur minimalen Aufwand, um sein Überleben zu sichern. Menschen in nördlicheren Regionen hingegen kämpfen von Geburt an, relativ gesehen, um ihren Platz unter der Sonne und schaffen dabei durch ihre aktiven Handlungen immer mehr und immer bessere Dinge. So auch Nordkorea. Trotz des harten politischen Klimas hat es immer zu großen Leistungen beigetragen und wird dies auch weiterhin tun. Nordkorea hat großartige Komponisten, Filmregisseure und Künstler hervorgebracht wie Yeonsan Bak, Suk Ja-oh, Kyung Sun-soo, Lee Chang-hae, Lin Chun-fan, Choi Kwang-hyun, die einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Entwicklung geleistet haben. Gastronomisches Paradies. Eine der wichtigsten Fragen für jeden Menschen ist natürlich das Essen. Während einer Reise nach Nordkorea wird es Ihnen so vorkommen, als wären Sie auf einer kulinarischen Tour. Das Frühstück findet in der Regel im Hotelrestaurant statt, während Mittag- und Abendessen in verschiedenen Orten serviert werden. Normalerweise besitzen die Unternehmen, die die Touren organisieren, ein Netzwerk eigener Restaurants, in die sie Ausländer bringen. Diese Geschäftspraxis ist in Nordkorea üblich für lokale Organisationen und staatliche Einrichtungen. Im Rahmen der Tour ist auch eine Art gastronomisches Interaktivprogramm enthalten, das Zubereiten von Gerichten und Kochkurse. Im Durchschnitt werden bis zu 9 Gerichte serviert. Immer dabei ist das berühmte koreanische Gewürz, Kimchi. Für Ausländer wird es nicht sehr scharf zubereitet. Für Märchenliebhaber sei extra erwähnt, dass in den örtlichen Einrichtungen keine Hunde serviert werden. Ökologie oder Tagesordnung. In Nordkorea nimmt der Umweltschutz einen gesamtstaatlichen und volksweiten Charakter an. Der Staat stellt stets die Gesundheit und Interessen der Bevölkerung in den Vordergrund und achtet bei der Entwicklung von Politik besonders auf den Umweltschutz. Nach dem Umweltschutzgesetz, dem Gesetz zur Verhinderung der Luftverschmutzung und anderen Gesetzen, ist alles verboten, was negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte. Bei der Planung von Produktions- und Bauvorhaben legt der Staat besonderes Augenmerk auf mögliche Auswirkungen auf die Umwelt. Für neue Industrieanlagen werden einheitliche Kläranlagen für Abwässer installiert. In Industrieunternehmen, öffentlichen Gebäuden und Siedlungen werden Staubschutz und andere verschiedene Einrichtungen zur Vermeidung von Umweltverschmutzung installiert. In allen Teilen des Landes gibt es Überwachungsstationen, die die Luftqualität und den Zustand des Wassers überprüfen. Was ist gut am Totalitarismus? Ja, das Gesetz in Nordkorea ist milde gesagt nicht besonders rosig oder freundlich. Aber was wäre, wenn man es von einer anderen Seite betrachtet? Diese Gesetze haben einen riesigen Vorteil. Die Kriminalität ist praktisch nicht vorhanden. Die Nation wächst gesund und stark auf, da alle Kinder von klein auf Sport treiben, regelmäßig von Ärzten untersucht werden und nicht viel essen. Keine Frau darf eine Zigarette in die Hand nehmen. Für die Freiheit, von der wir oben gesprochen haben, und für das Gefühl von Sicherheit muss man etwas bezahlen. Vielleicht hat dieses Land die richtige Währung gefunden? Was ist das Fazit, Sherlock? Nordkorea stört niemanden und bedroht niemanden. Das Land hat eine kampfkräftige Armee, die sich um ihr Volk kümmern kann. Natürlich ist dies weit entfernt von einem idealen Beispiel für den Marxismus, aber dennoch hat das Land bewiesen,
dass es auf einem respektablen Niveau existieren kann, auch wenn es von der Außenwelt isoliert ist. Das Leben lehrt uns, dass es keine rein schwarze oder rein weiße Welt gibt. Es gibt nur Abstufungen. Auch wenn Nordkorea ein dunkelgraues Beispiel ist, lehrt es uns wichtige Dinge wie das Vertrauen auf sich selbst, seine eigenen Kräfte, ein Profi in seinem Bereich zu sein und gute Arbeit zu leisten, sowie seine Investitionen zu schützen. Es ist von unschätzbarem Wert, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen und einen Beitrag zur Entwicklung von sich selbst, seiner Familie und der Welt, in der man lebt, zu leisten, ohne zu erwarten, dass die Welt sich um einen kümmert und ein fertiges, köstliches Gericht auf einem weißen Teller mit blauem Rand bringt. Danke an alle, die uns zugeschaut haben. Seid aufmerksam und freundlich zu den Menschen um euch herum. Abonniert den Kanal, gebt uns einen Daumen nach oben. Bis bald.